Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michael Grant Klartext. Zunächst einmal möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken für 1 Million Aufrufe auf meinem YouTube-Kanal, den es ja wirklich noch nicht lange gibt. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch dafür, dass ihr bei jedem Video so viel kommentiert. Ich lese jeden einzelnen Kommentar durch und ich bedanke mich dafür. Ich bedanke mich auch für die kritischen Kommentare, wenn sie konstruktiv sind. Wenn sie beleidigend sind, haben sie nichts damit zu tun. Und ja, also vielen Dank für 1 Million Aufrufe. Vielen, vielen Dank an euch. Meine Arbeit ist wichtig, weil ihr wisst ja, ich habe es meinem Großvater, meiner Großmutter versprochen, dass ich die Geschichte richtig stellen werde, damit die Menschen, die damals im Dritten Reich gelebt haben, nicht als Massenmörder diskriminiert werden und als Nazis, also alle über einen Kamm geschert werden. Heute komme ich zu einem traurigen Kapitel, und zwar über den Bombenkrieg in Deutschland. Ich werde mehrere Videos dazu machen über Angriffe auf einzelne Städte, aber heute möchte ich mal eine Zusammenfassung machen. Alleine die US-britische Bombenlast auf Westeuropa war Deutschland in seinen Grenzen von 1937 waren 1.350.000 Tonnen Bomben. Im Vergleich auf Japan wurden 161.000 Tonnen, auf Deutschland 1.350.000 Tonnen geworfen. Auf Frankreich 590.000 Tonnen, auf Italien 370.000 Tonnen, auf Böhmen, Slowakei und Polen 200.000 Tonnen, Österreich und Balkan 180.000 Tonnen. Also ihr seht darin, dass die Briten und die Amerikaner, auch die Franzosen, Italiener, Böhmen, Slowaken und Polen bombardiert haben. Gnadenlos, die kannten überhaupt keine Grenzen. Gesamt wurden 2,69 Millionen Tonnen von den Amerikanern und den Briten abgeworfen. Die Hälfte davon alleine auf Deutschland. Man kann es sich kaum vorstellen, bei Kriegsende im Mai 1945 waren in Deutschland 18,8 Millionen Wohnungen, waren von 18,8 Millionen Wohnungen 4,8 Millionen Wohnungen zerstört bzw. beschädigt. Es fielen 400 bis 500 Millionen Kubikmeter Trümmer an. Rund 13 Millionen Menschen waren obdachlos. Von den rund 65 Millionen verbliebenen Einwohnern im Deutschen Reich waren etwa 20% obdachlos, jeder Fünfte. Die räumliche Verteilung der Kriegsschäden war durch den Verlauf des Luftkrieges und die in der Endphase durchgeführten Bodenkämpfe zur Eroberung des Ruhrgebietes und der Hauptstadt Berlin sehr unterschiedlich. Auf dem späteren Gebiet der DDR waren 9,4% des Wohnungsbestandes von 1939 total zerstört, während auf dem Territorium der späteren Bundesrepublik Deutschland ein Wohnungsverlust von 18,5%, also doppelt so viel, zu beklagen war. Von den 54 westdeutschen Großstädten überstanden lediglich Lübeck, Wiesbaden, Halle und Erfurt die alliierten Terrorbombardements mit relativ geringen Schäden. In der Rangfolge der prozentualen Wohnungsverluste steht Würzburg mit 75% in der Schadensstatistik an oberster Stelle. Dann folgen Dessau, Kassel, Mainz und Hamburg. Von den 151 Mittelstädten wiesen etwa ein Drittel einen Totalzerstörungsgrad am Wohnungsbestand von mehr als 20% auf. Am stärksten betroffen waren Prenzlau in Brandenburg, Düren mit über 80%, gefolgt von Pforzheim, Hanau, Zweibrücken und Emden. Von den Kleinstädten erlitten 93 beträchtliche Kriegsschäden. Viele in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wurden in den letzten Kriegsmonaten durch das Vorrücken alliierter Bodenstreitkräfte verwüstet. Die Innenstädte waren besonders stark zerstört, obwohl sie nicht militärische Angriffsziele darstellten. Von den Großstädten waren 30 Innenstädte zu über 70% zerstört. Fast vollständig zerstört waren Dresden, Dresden, Köln, Essen, Dortmund, Hannover, Nürnberg,
Chemnitz, Hagen, Münster, Solingen, Darmstadt, Bremerhaven. Die Innenstädte folgender Mittelstädte waren ebenfalls vollständig zerstört. Heilbronn, Pforzheim, Hanau, Gießen, Hildesheim, Paderborn, Rathenow, Emden, Neubrandenburg, Offenbach, Nordhausen, Ulm, Koblenz und Halberstadt. In 1042 Städten des Deutschen Reiches von mehr als 3000 Einwohnern sind Luftkriegsschäden in folgendem Umfang entstanden. In 696 Städten zwischen 1 und 10% der bebauten Fläche, in 95 Städten zwischen 11 und 20%, in 85 Städten zwischen 21 und 30%, in 62 Städten zwischen 31 und 40%, in 42 Städten 41 bis 50% und in 62 Städten zwischen 51 und 97% der bebauten Fläche. Natürlich gibt es auch hier wieder Streit um die Opferzahlen. Es wird natürlich versucht, panikartig die deutschen Opfer runterzurechnen. Das Statistische Bundesamt gibt die Zahl der Toten durch Luftangriffe auf dem Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 mit 593.000 an, ohne Österreich, Danzig und das Sudetenland. Mit diesen Gebieten zusammen sind es 653.000 Tote. Man kann es sich kaum vorstellen. Für mich ist diese Zahl aber dennoch der absolute Mindestwert. Zum Vergleich, Großbritannien hatte rund 65.000 Luftkriegstote zu beklagen, also nur ein Zehntel. Der Historiker Jörg Friedrich schätzt, dass durch den Bombenkrieg etwa 75.000 Kinder unter 14 Jahren, 45.000 Jungen, 30.000 Mädchen getötet und 116.000 verletzt wurden. Verwundete und Verkrüppelte, so sagte man damals. Der Historiker Maximilian Cesani gibt in seiner Studie 955.000 Verwundete an. Durch Verwundung Gestorbene 76.000, Verwundete ohne Todesfolge 879.000, die zu den Opfern dazu zählen. Natürlich, ich habe schon angedeutet, natürlich wird auch hierzulande wieder versucht, die deutschen Opferzahlen zu relativieren bzw. herunterzurechnen. So gibt Robert Blank in einer Publikation des politisch korrekten Militärgeschichtlichen Forschungsamtes die Zahl der deutschen Luftkriegstoten von nur 360 bis 465.000 an. Also rund 200.000 weniger als das Statistische Bundesamt ermittle. Ich frage mich, wäre das im umgekehrten Falle bei den Opfern deutscher Luftangriffe genauso? Nein, die Opfer der Deutschen werden hochgerechnet, die deutschen Opfer durch die Alliierten werden heruntergerechnet. Sogar die Amerikaner gaben zu, dass 422.000 Menschen im Reich durch Bomben ums Leben gekommen waren, und die hatten wahrlich allen Grund, die Zahlen runterzurechnen. Der Historiker Hans-Ulrich Wähler geht von bis zu 600.000 deutschen Zivilisten durch die Bombardierung der Alliierten aus. Ich allerdings bleibe bei der gut recherchierten Zahl des Statistischen Bundesamtes von mindestens 653.000 Toten. Eine unglaublich hohe Zahl. Und was das bedeutet, habe ich in anderen Videos ja bereits Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, was das für jeden Einzelnen bedeutet hat. Also absolut grausam. Alles zu dem Massenmord durch den alliierten Bombenterror, alles über die Massaker an den Deutschen, findet ihr in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Dieses Buch schlägt jetzt schon sehr hohe Wellen, weil es das einzige Buch ist, hier seht ihr es noch einmal, weil es das einzige Buch ist, das alle deutschen Opfer in einer Gesamtbilanz zusammenfasst. Und die Zahl, die Millionenzahl ist so unglaublich hoch, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ich empfehle, kauft euch dieses Buch, weil es ist auch ein Andenken an unsere Toten, ein Andenken, so habe ich es auch geschrieben,
und konzipiert ein Andenken an unsere Großväter und unsere Großmütter und alle, die in diesem Krieg gefallen sind und alle, die grausam umgebracht worden sind. Wie es zu diesem Krieg kam, wie gelogen, manipuliert und was verschwiegen wird, ist in meiner ebenfalls hochbrisanten Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur aufgeführt. Bisher 6 Bände, sehr, sehr erfolgreich. Ich decke alle Geschichtslügen auf mit verifizierten Quellen, die nicht zu widerlegen sind. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.